Schönen guten Tag, schön, dass Sie alle gekommen sind. Wir stehen hier gemeinsam heute als Fraktionsvorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion und als Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, weil wir beide in unseren Gremien, im Fraktionsvorstand und im Bundesvorstand darüber beraten haben, wie wir als Grüne mit den 3 Grundgesetzänderungen umgehen wollen, die CDU und SPD jetzt ins parlamentarische Verfahren geben. Ich kann im Namen von Britta Hasselmann und mir sagen, dass wir heute mit dem Fraktionsvorstand darüber gesprochen haben, dass wir den Abgeordneten der Grünen Bundestagsfraktion empfehlen werden, diesen Gesetzesänderungen nicht zuzustimmen. Und dass wir, um das als Botschaft an Friedrich Merz direkt mit zu kommunizieren, auch den Punkten, die Friedrich Merz auf die Mobilbox meiner Kollegin Britta Hasselmann gesprochen hat, diesen Angeboten ebenfalls nicht zustimmen werden. Aus unserer Sicht sind das nicht die Dinge, die der Lage im Land angemessen sind. Sie wissen, dass wir als Bündnis 90 Die Grünen seit vielen Jahren eine Reform der Schuldenbremse vorschlagen, die Investitionen in die Wirtschaft, in den Klimaschutz und in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes ermöglichen sollen. Wir haben in den letzten Tagen gelernt, dass insbesondere Friedrich Merz in der Lage ist, den Menschen in diesem Land nicht nur einmal, sondern zweimal nicht die Wahrheit zu sagen. Er hat vor der Bundestagswahl sehr klar gesagt, dass er es nicht für notwendig hält, solche Investitionen über Kredite zu finanzieren, und hat das wenige Tage nach der Wahl in einem beachtlichen Maße an Unverfrorenheit direkt wieder eingesammelt. Wir haben aber auch gelernt, dass Friedrich Merz den Menschen vorschlägt, ein Sondervermögen für Infrastruktur einzurichten, das alleine für Infrastruktur im Namen dienen soll. Wenn man sich in der Realität anschaut, was CDU und SPD mit diesem Sondervermögen wirklich wollen, dann wird dadurch kein einziger Euro mehr an Investitionen in Deutschland finanziert werden, sondern dann schaffen CDU und SPD sich mit diesem Vorschlag, mit dieser Änderung des Grundgesetzes am Ende eine Schatzkiste und wollen von uns die Zustimmung für Spielgeld, was sie dann ausgeben können, um es beispielsweise in Steuersenkung zu stecken, in eine Reform der Pendlerpauschale, in eine Reform des Agrardiesel, möglicherweise auch in eine Reform oder Abschaffung des Soli. Und wir sagen ganz klar, CDU und SPD können sich als künftige Regierungsfraktion auf Dinge verständigen, wie sie das möchten. Wir sind nicht Teil dieser Bundesregierung. Diese Koalition werden die beiden miteinander verhandeln. Das ist ihr gutes Recht, über Dinge zu entscheiden, wie sie wollen. Wenn Sie aber unsere Zustimmung haben wollen für eine Grundgesetzänderung, dann messen wir das an den Fragen, die wir für richtig halten. Und wer für uns eine Zustimmung haben möchte, von uns eine Zustimmung haben möchte für mehr Investitionen, der muss auch zeigen, dass es tatsächlich um mehr Investitionen geht in Klimaschutz, mehr Investitionen in die Wirtschaft in diesem Land. Das wäre notwendig. Wir stehen mit Sicherheit nicht für Spielgeld zur Verfügung, und deswegen werden wir diesen Vorschlägen nicht zustimmen. Wir sind davon überzeugt, der neue Deutsche Bundestag hat Mehrheiten, die es ermöglichen, die Schuldenbremse strukturell zu reformieren. Auch die Linken haben an dieser Stelle ihre Zustimmung signalisiert, und deswegen gibt es eine Möglichkeit für eine ordentliche Reform der Schuldenbremse. Dafür stehen wir zur Verfügung, und dieses Verfahren sollten wir jetzt beginnen. Ja, meine Damen und Herren, und bei dieser Operation 3 Grundgesetzänderungen, 1 Billion Euro, ist es sehr ratsam, wenn man sich demokratischer Mehrheiten versichert. Das ist etwas, was wir Grünen nicht ohne Grund seit mindestens 3 Wochen, insbesondere Friedrich Merz, sagen, auch der SPD mitteilen. Und wir raten auch dazu, nicht nur mit Bündnis 90 Die Grünen, sondern vielleicht auch mal das Gespräch mit der Linken zu suchen. Denn ein neuer Deutscher Bundestag der 21. Wahlperiode würde doch am besten über so grundlegende Fragen entscheiden. Herr Merz hat sich für einen anderen Weg entschieden, zusammen mit Herrn Söder und der SPD. Er hat vor gut einer Woche verkündet, dieses Paket wird unverändert in den Deutschen Bundestag eingebracht. Das ist die Vorstellung von CDU, CSU und SPD. Was er dabei übersehen hat, ist, dass man für eine solche Operation 2/3 braucht. Und wer diese Mehrheiten braucht, sollte nicht einfach nur an staatspolitische Verantwortung appellieren. Das brauchen wir im Übrigen nicht, denn die besitzen wir.
Verantwortung für dieses Land haben wir in den letzten Jahren in der Regierungsbeteiligung übernommen und in vielen Jahren davor, wenn ich an zentrale, weitreichende Entscheidungen im Deutschen Bundestag denke. Hier braucht niemand von Bündnis 90 Die Grünen Belehrung, weder von Landesministern noch von Friedrich Merz oder Markus Söder. Das Wichtige ist, dass es in der Sache für uns stimmt. Und deshalb ist klar, diesem Gesetzentwurf werden wir keine Zustimmung erteilen. Wenn ich mir den Bereich Sicherheit, Frieden und Verteidigung ansehe, dann springt auch dieser Bereich komplett zu kurz. Denn klar ist, hier findet wieder eine klassische Orientierung ausschließlich auf dem Bereich der Verteidigung und der Bundeswehr statt. Dabei wissen wir nicht erst seit gestern, dass zentrale sicherheitspolitische Fragen, dass die Frage der Krisenresilienz, der Verteidigungsfähigkeit, der Bündnisfähigkeit, der Unterstützung für die Ukraine ganz zentrale Faktoren sind, die einen Eingang in eine Formulierung finden müssten für eine Grundgesetzänderung. Die Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit, die Frage einer Gesamtverteidigung. All solche Fragen, wir sind in den Debatten längst weiter als dieser Entwurf. Und deshalb, meine Damen und Herren, sollte Herr Merz wissen, sollte Herr Söder wissen und auch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, dass ein Appell an die staatsbürgerschaftliche Verantwortung im Hinblick auf die notwendigen Vorkehrungen, die wir zu treffen haben, was die Friedenssicherung und unsere Verantwortung in Europa angeht, nicht durch Appelle zu leisten sind, sondern entweder gibt es eine Verständigung auf dieses Paket, dieses Gesamtpaket, oder Sie können versichert sein, dass wir unsere Arbeit machen und einen Gesetzentwurf mit Blick auf die Verteidigung, auf die Frage der Krisenresilienz, die Sicherung des Friedens in Europa einbringen werden. Auch im Namen des Bundesvorstands, der getagt hat, möchten wir klar artikulieren, dass wir auch der Empfehlung nachgehen, zu sagen, diese Gesetzesentwürfe, diese Vorschläge sind zurückzuweisen, sind nicht zustimmungsfähig. Wir stehen zur Verantwortung für unser Land, aber wir stehen nicht zur Verfügung, die Wahlversprechen von CDU und SPD über Schulden zu finanzieren. Wir sehen, dass eine Schuldenbremsenreform nötig ist. Ich kenne auch kaum einen mehr in diesem Land, der das nicht so sieht. Die Deutsche Bundesbank, alle Ökonomen sind der festen Überzeugung, dass wir eine nachhaltige Reform der Schuldenbremse brauchen. Und erlauben Sie mir als Baden-Württembergerin zu sagen, Wolfgang Schäuble würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sehen würde, wie seine Partei die Schuldenbremse reformieren will, um Steuergeschenke damit zu finanzieren. Das ist nicht unser Ansinnen. Es geht um eine nachhaltige, um eine wirkliche Reform der Schuldenbremse, die unserem Land nicht nur die Sicherheit ermöglicht, sondern auch eine zukunftsfähige Infrastruktur, eine gute Klimainfrastruktur, die dieses Land voranbringt und eben nicht nur existierende Probleme in diesem Land zukleistert und vor allen Dingen die Widersprüche, die es zwischen CDU und SPD offensichtlich gibt, die man versucht, mit Geld zuzukleistern. Das ist keine Art der Schuldenbremsenreform, wie wir sie angestrebt haben und auch weiter für richtig halten. Zweiter Punkt, Klima. Wenn Herr Merz, Friedrich Merz, bei Frau Hasselmann auf dem Anrufbeantworter gesagt, man kann auch irgendwo das Wort Klima vielleicht noch in einer Begründung nennen, dann hat er, glaube ich, noch nicht verstanden, dass wir das mit den Klimazielen in Deutschland ernst meinen und der festen Überzeugung sind, dass wir hierfür auch Investitionen brauchen, die konkret unseren Klimaschutz voranbringen, unsere Ziele auch erreichen lassen. Das ist eine große Aufgabe und sie wird vor allen Dingen auch über die Länder, die Kommunen natürlich stattfinden. Auch das ist uns wichtig, dass wir klar an der Seite der Kommunen stehen, die sagen, wir brauchen hierfür Unterstützung. Wir wollen nicht alleine gelassen werden. Denn am Ende, wenn es so kommt, wie CDU und SPD vorsehen,
gehen die Schulden eben nicht zu den Kommunen, nicht in die Brücken vor Ort, nicht in die Schulen vor Ort, sondern in Steuergeschenke. Wir sind die Kraft, die dort klar an der Seite dieser Akteure steht, weil dort entsteht Demokratie, dort wird Klimaschutz umgesetzt. Wir werden sie nicht im Stich lassen. Soweit also live diese Pressekonferenz der Grünen, und die hatte es in sich. Das ist ein richtiger Hammer, mit dem wohl wenige in Deutschland gerechnet haben. Die Grünen wollen diesem milliardenschweren Verteidigungs- und Infrastrukturpaket von CDU, CSU und SPD nicht zustimmen. Die Vorsitzenden der Grünen Bundestagsfraktion haben wir gerade gehört, am Anfang Katharina Dröge, aber auch nochmal die Chorvorsitzende Britta Hasselmann. Sie empfehlen ihrer Fraktion nicht zuzustimmen, und das wirft alle Pläne der Union, der SPD für eine kleine GroKo, sage ich jetzt mal, über den Haufen.